wenn man so drüber nachdenkt, müssten sie es eigentlich so machen im Cash-Up. Also ich weiß zwar nicht, ob das überhaupt irgendjemand will. Ich cache ja selber auch gar nicht. Aber eigentlich will ja Gala oder We Made Connect, wer auch immer, die wollen ja quasi viel verkaufen. Ist ja klar. Und eigentlich, wie gesagt, Limited Packages kann man meistens nur einmal kaufen. Und die Items sind eh seelengebunden. Und wenn es jetzt ein richtig gutes Package ist, ich meine, Products sind echt kein gutes Beispiel mehr, weil Products so viel weniger wert sind als der F-Coin-Kurs. Vor allem A-Product, aber auch G-Product, S-Product sind eigentlich die einzigen, die noch fast das wert sind, was die F-Coin wert sind. Hat aber auch logische Gründe, weil aus Made in Skullboxen lohnt sich S-Product halt nicht, weil man verliert ja 20 F-Coin letztendlich. Deswegen holt die sich da wahrscheinlich einfach keiner. Und dadurch bleiben die am relevantesten. Aber vom Prinzip her ergibt das eigentlich keinen Sinn, dass wir uns das limitieren. Oder den Leuten, die cashen. Weil du kannst dir einfach, wenn du jetzt wirklich Hardcore-Casher bist, klar, es ist umständlich, aber es ist erstens nicht verboten. Und zweitens, wenn du eh so viel ausgibst, ist es dann eigentlich auch wieder egal, weil du hast keinen Vorteil davon, immer auf einem Account zu cashen. Gibt ja keinen irgendwie VIP-Bonus oder so, den man sich zusätzlich noch ercasht. Man zahlt ja einfach nur Euro für F-Coin. Und das heißt, wenn du jetzt richtig scharf auf irgendeinen Bundle bist, weil du der Meinung bist, wow, das lohnt sich richtig krass, 40% weniger oder 20% weniger auf genau das, was ich brauche, und das ist viel günstiger als Ingame für Penya, da würde ja jemand wahrscheinlich hingehen, und ich glaube, die meisten Bundles kosten auch immer mehrere tausend F-Coin, sodass du höchstwahrscheinlich auch mit 10.000 F-Coin gar nicht so weit daneben liegen würdest, vor allem wenn es vielleicht auch 2 Bundles gibt oder so an dem Wochenende. Vielleicht 2 Bundles, die man beide will. Oder man wartet dann einfach, bis das nächste Bundle, bis bei der nächsten Aktion das Bundle wiederkommt oder so. Und dann könntest du es theoretisch so machen. Klar, bei Power-Ups würde es nicht so viel bringen, wenn dein Main-Character, also wenn du kannst ja auf deinen Main-Character dann nur einmal cashen. Logischerweise. Aber wenn das jetzt halt Upgrade-Items oder so wären, falls die noch relevant wären, dann ergibt es eigentlich keinen Sinn, weil im Endeffekt macht man sich als Spieler dann nur die Mühe, man geht auf 2 Accounts, casht mit 2 Accounts, um das Bundle zweimal in Anspruch zu nehmen, verstößt damit aber auch nicht gegen Spielregeln oder so, es ist einfach nur nervig und umständlich. Und Gala verdient letztendlich das gleiche Geld, und vielleicht könnte man sogar sagen, dass wenn du nicht diesen Umweg gehen müsstest, also ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat, das ist natürlich rein fiktiv, aber ich habe gleich noch ein anderes Beispiel, wo man das vielleicht noch anwenden könnte, dann stellt sich ja die Frage, okay, du musst jetzt den extra Umweg gehen, du musst auf mehreren Accounts cashen, dass dann der eine oder andere sagt, also wenn ich es mir zweimal auf dem gleichen Account kaufen könnte, würde ich es machen, würde dann vielleicht auch mehr aufladen, aber ich cache jetzt nicht nochmal auf einem anderen Account extra nur dafür. Weil das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, die Diskussion hatten wir mal am Anfang, vor langer, langer Zeit, vor 2 Jahren oder so. Glaube ich, hatten wir mal die Diskussion, und ich glaube, da hat dann auch jemand gesagt, er wird sich schon mehrfach kaufen. Das war wahrscheinlich auch irgendein Upgrade-Bundle. Und hat aber keine Lust, auf mehreren Accounts zu cashen. Beziehungsweise es mit mehreren Accounts zu cashen, und das ist jetzt mein zweites Beispiel, habe ich schon öfter gehört bei Battle Pass. Bei Battle Pass ist ja wirklich geistesgestört worth it. Aber, und wie gesagt, es ist nicht verboten. Du kannst so viele Accounts haben, wie du willst, und du darfst theoretisch auch auf jedem Account cashen. Steht nirgendwo, dass man das nicht darf. Und das heißt, zum Beispiel im klassischen Fall 8 Chars, würde es sich eigentlich am meisten lohnen, wenn man casht, dass man sich 8-mal den Battle Pass kauft. Natürlich kriegt man da viele Power-Ups und so, also wenn man die Chars niemals spielt, dann ist vieles von dem, in Anführungszeichen, was sich so sehr lohnt, verpufft dann. Aber selbst wenn du nur Products und Weapon Bonus Reroll und Stat Scrolls und so berechnen würdest und vielleicht Party Scrolls, die man ja, sag ich mal, hybrid einsetzen kann, egal ob man den Char jetzt wirklich spielt oder nicht, selbst dann lohnt es sich noch extrem. Und also wenn du alle Power-Ups rausstreichst aus der Rechnung, weil du sagst, du spielst deine 8 Chars nicht alle, sondern nur 2 oder einen, dann würde sich das auch extrem lohnen. Aber da ist es das Gleiche. Habe ich zumindest, also das habe ich dann tatsächlich schon öfter gehört, dass es ja sich extrem lohnen würde, aber die Leute keine Lust haben, auf 8 Accounts zu cashen.
Was ja auch verständlich ist, dass man da keine Lust drauf hat irgendwie. Eigentlich ist es egal, vor allem wenn du den Höchstbetrag aufladen würdest und halt schon in weite Zukunft voraussiehst, quasi, okay, ich spiele seit 2 Jahren jeden Tag, ich habe nicht vor, irgendwann demnächst aufzuhören. Und könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, man lädt jeden Tag 200 auf, was man sowieso vielleicht jeden Monat macht. Nicht jeden Tag, jeden Monat. Nur, dass man es halt dann immer auf einem anderen Account macht und sich dann immer den Battle Pass kauft. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten hast du auf einem Account immer den Battle Pass, hast auf einem Account ein paar tausend F-Coin und dann hast du quasi ein Jahr Vorrat und für eine sehr lange Zeit extrem viele Items durch den Battle Pass. Aber, wie gesagt, durch diese Account-Barriere machen das die meisten Leute nicht. Und da stellt sich halt auch die Frage, weil vom Prinzip her ist es ja fast das Gleiche. Ich meine, klar, der Grund, warum sie es nicht machen, ist, dass sie mehr Geld verdienen, wenn die Power-Ups einzeln gekauft werden. Weil ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass die meisten Leute die Power-Ups nicht einzeln kaufen. PvP-Spieler ja. Und teilweise vielleicht auch die Reseller und PvE-Spieler. Aber ich persönlich könnte mir vorstellen, dass sie so langfristig trotzdem mehr Geld verdienen würden, wenn sie quasi das so machen würden. Also Battle Pass vielleicht nicht, aber Bundles und so dann tatsächlich doch mehrfach kaufbar machen. Weil wenn jemand wirklich will, oder wenn jemand wirklich die Ersparnis möchte, dann macht das halt auf mehreren Accounts. Klar, in der Praxis vielleicht dann doch die wenigsten, aber könnte man machen. Und ja, Gala sagt letztendlich einfach nur, wenn du es dir mehrfach kaufen willst, musst du auf mehreren Accounts cashen. Aber die Ersparnis ist ja trotzdem immer die gleiche. Also ich weiß nicht, irgendwie ist es unlogisch. Also es ist beides, es ist logisch und unlogisch. Unlogisch halt, weil du den Spielern so sagst, du kannst es so oft kaufen, wie du willst, dann musst du auf unterschiedlichen Accounts cashen. Und logisch, weil sie natürlich nicht alles immer vergünstigt anbieten wollen. Wobei diese Bundles ja sowieso zeitlich begrenzt sind, also immer kann man sie sich ja sowieso nicht kaufen. Also zum Beispiel so ein S-Product-Bundle, was sich wahrscheinlich ziemlich lohnen dürfte, weil wie gesagt, S-Products sind ja verhältnismäßig teuer noch in-game, die sind ja fast F-Coin-Preis wahrscheinlich. Ich glaube, die kosten so 11 bis 12 Mio und 80 F-Coin bei 150er Kurs sind ja 12 Mio, also die sind fast F-Coin-Preis. Da wäre es ein gutes Beispiel, kaufst dir das S-Product-Bundle für 20% weniger, machst also eigentlich fettes Plus wahrscheinlich. Erstens, weil beim Upgrade-Event die Products wahrscheinlich sowieso teurer sind und weil du halt 20% sparst. Und wie gesagt, wenn jemand jetzt wirklich hardcore drauf ist und genug Accounts hat, dann geht er halt auf die Accounts, sofern sein Equipment nicht sehengebunden ist, das wäre natürlich die Bedingung. Aber wenn deine Items nicht gebunden sind, kannst du deine Items ja rübertauschen, einfach mit dem anderen Char upgraden, von den Products, die du aus dem Bundle gekauft hast. Und dann kannst du das Bundle so oft kaufen, je nachdem, wie viele Accounts du halt hast, so oft du willst, letztendlich. Und dann hält dich diese Beschränkung ja auch nicht auf. Also, ich finde zumindest könnten sie es von 1 auf vielleicht 3 erhöhen oder so bei solchen Sachen. Weil ich meine, ich bin eh kein Freund von Pay to Win und von Cashen und Pipapo. Also vor allem nicht von so übermäßigen Cashen, wo du jetzt auf einen Schlag ein paar 100 Euro ausgibst. Oder an einem Wochenende oder so. Vor allem fürs Upgraden, auch immer sehr fragwürdig. Aber dann wollen die Leute das schon machen und dann legst du ihnen solche Steine in den Weg. Aber letztendlich ist es halt, wie gesagt, keine wirkliche Barriere, weil wenn das jemand wirklich will, dann wird er den extra Weg gehen. Auch wenn das die wenigsten noch machen würden. Aber ich kann mir halt auch auf der anderen Seite auch kaum vorstellen, müsste man sich halt mal ausrechnen, aber angenommen, so ein Bundle kostet jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Products da drin sind. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber angenommen, so ein Bundle kostet 3000 F-Coin, sagen wir jetzt einfach mal pauschal. Ich glaube, das ist relativ realistisch. Und du sparst 20%. Dann würdest du ja wahrscheinlich 50 Euro cashen. Oder halt 100. Auf deinem Main-Account. Wenn du da ganz mathematisch rangehen würdest an die Sache, würdest du wahrscheinlich... Und normalerweise würden die meisten Leute vielleicht sagen, also bevor du rein mathematisch rangehst, okay, ich kaufe mir jetzt das Bundle und die restlichen S-Projekt kaufe ich mir einzeln. Aber wenn du rein mathematisch rangehen würdest, wirst du wahrscheinlich feststellen, okay, selbst wenn ich keine 100 Euro auflade, sondern auf 3 Accounts 50, zahle ich 150, kaufe mir 3-mal das Bundle, habe dann aber trotzdem mehr S-Product pro eingesetztem Euro,
als wenn ich jetzt auf einem Account 100 auflade, kriegt mehr Bonus-F-Coin, kann das Bundle dafür aber nur einmal kaufen, kauft die restlichen Products zum regulären Preis. Wie gesagt, Products sind eigentlich kein so gutes Beispiel, aber S-Products sind vielleicht ein halbwegs gutes Beispiel. Aber ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie unlogisch. Also wenn ich wirklich cashen würde, ich würde mir wahrscheinlich die Mühe machen und würde mir das tatsächlich ausrechnen. Und wie gesagt, bei den S-Project-Bundles bin ich mir ziemlich sicher, es ist 20% günstiger. Auf, ich weiß nicht, wie viele S-Projects das sind, wahrscheinlich 40, 50 oder so. Das dürfte sich schon lohnen. Klar, es ist nervig, dann irgendwie 4-mal zu cashen oder so. Aber am Ende hast du mehr Product für dein Geld. Und ich meine, wie gesagt, wenn ich jetzt Geld für das Spiel ausgeben würde, ich würde schon immer den Weg gehen, der mir die meiste Kohle beschert letztendlich. Und wie gesagt, ich habe schon oft gehört, dass das die meisten Leute nicht machen, weil es ihnen zu umständlich und zu nervig ist. Wobei ich mir da so denke, wenn ich mir 20 Euro sparen kann, dann scheiße ich doch drauf, dass das nervig ist, oder? Ich meine, ich spare mir 20 Euro. Gut, so viel wird es wahrscheinlich nicht sein, aber... Also rein vom Prinzip her, also ich bin so, keine Ahnung. Es ist vielleicht gut, dass ich nicht cashe. Aber ich finde jetzt einfach frech, dass du halt jedes Bundle nur einmal kaufen kannst, weil vor allem Live Products, wie viele Products brauchst du für ein Set plus 10? 500? 4 bis 500? Selbst mit einem Upgrade-Event. Ich meine, was willst du da mit einem S-Project-Bundle, wo, keine Ahnung, 40, 50 Stück drin sind? Das reicht halt hinten und vorne nicht. Das reicht hinten und vorne nicht. Das heißt, selbst wenn du das Bundle 3-mal kaufen könntest, würde es sowieso nicht reichen. Da müsstest du es immer noch auf 8 Accounts 3-mal kaufen und dann würde es vielleicht reichen. Naja gut, das wäre fast schon wieder ein bisschen zu viel. Aber, keine Ahnung. Ich sag mal so, aus anderen Games ist man es eigentlich schon gewohnt, dass man sowas mehr als einmal kaufen kann. Also, kommt es vielleicht auf das Spiel an, aber einmal ist schon heftig. Wenig. Und wie gesagt, die Items sind ja eh sehengebunden, also zwecks die normalen Items würden sich dann nicht mehr verkaufen. Das Argument kannst du immer entkräften mit, naja, aber es ist ja sehengebunden. Das heißt, diese Items kommen nie auf den Markt. Also jeder, der das kauft mit der Ersparnis, muss ja Euro dafür ausgeben. Also wenn Gala dadurch mehr Verkäufe hat, auch wenn sie dann insgesamt weniger Umsatz machen, pro verkauften Product zum Beispiel, verkaufen sie ja wahrscheinlich mehr Products in der Anzahl, was das ja mindestens ausgleichen dürfte. Also, ja, keine Ahnung. Aber es wäre jetzt spielerfreundlicher. Für Gala würde sich vielleicht nichts ändern, aber die Spieler hätten wahrscheinlich einen Profit davon, weil sie mehr Products für das gleiche Geld hätten. Aber was weiß ich schon.